Hi, ich bin's Micha von DirtTV und ich habe euch heute neben unserem dualen Studenten David das Diamant Mandara 160 mitgebracht und wir wollen euch heute erklären, was das Mandara 160 so besonders macht. David, was ist das Mandara überhaupt für ein Rad? Das Mandara ist ein Trekkingrad und die Besonderheit ist, dass dieses Rad ein zulässiges Gesamtgewicht von 160 Kilogramm hat. Du sagst es schon, 160 Kilogramm ist natürlich eine Besonderheit, entweder vom Fahrergewicht her, wenn ich einfach ein bisschen schwerer bin, als auch wenn ich längere Touren fahre, kann ich hier ausreichend zuladen, um natürlich auch das Gesamtgewicht nicht zu überschreiten. Und das gesamte Rad neben Federgabel als auch alle anderen Komponenten sind natürlich auch für das höhere Gesamtgewicht einfach ausgelegt, sodass ihr auch bei längeren Touren mit schwer bepackten Taschen einfach auch sicher zum Stehen kommt. Ein tolles Fahrwerk habt, was euch hier auch weiterhin unterstützt. Aber nun ist das Mandara natürlich auch ein E-Bike und damit, wie sieht es aus mit den Komponenten? Welche elektronischen Komponenten sind einfach an diesem Rad verbaut? Genau, hier haben wir die beleuchtete Bosch Remote. Außerdem haben wir ein Intuvia-Display und im Herzen haben wir einen 725 Wattstunden Akku. Doch welche Akkugrößen haben wir noch, Micha? Neben dem 725er gibt es natürlich gerade für diejenigen unter euch, die auch längere Touren machen wollen, einen 800 Wattstunden Akku, der einfach in diesem Rad verfügbar ist, sodass ihr wirklich auch lange Strecken mit hoher Unterstützung fahren könnt, wenn ich eben mal schweres Gepäck dabei habe oder viele Höhenmeter zurücklegen muss. Für diejenigen von euch, die mit dem Rad durch die Stadt pendeln oder kurze Strecken zurücklegen, gibt es das Rad selbstverständlich auch mit einem 400 oder einem 545 Wattstunden Akku, sodass ihr hier auch Gewicht sparen könnt, was die Akkugröße angeht, wenn ihr einfach auch nur kurze Strecken zurücklegen wollt. Das Tolle an dem Smart-System ist natürlich auch, ihr könnt hier ganz beliebig euer Handy koppeln, ihr könnt andere Displays hier montieren lassen, sodass ihr über Navigationsfunktionen verfügt und. Jetzt waren wir eben beim Akku. David, wie sieht es aus mit Akkusicherheit, mit Radsicherheit? Wie kann ich so ein Rad sichern, wenn ich unterwegs bin? Genau, der Vorteil bei diesem Rad ist, dass das Ganze über verschiedene Abus-Systeme gesichert ist. Wir haben einmal den Akku, der über ein Rahmenschloss von Abus gesichert ist. Außerdem haben wir hier hinten an der Felge noch ein Abus-Schloss, womit ich das Rad, nicht nur den Akku, sondern auch das Rad selber schützen kann. Und für diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, naja, 5 Schlösser an so einem Rad, 5 verschiedene Schlüssel. Nein, das System ist natürlich gleichschließend. Ihr könnt mit einem einzigen Schlüssel sowohl das Akkuschloss als auch dieses Rahmenschloss bedienen. Jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen, so ein Rad, so ein Trekkingrad ist natürlich auch gedacht für längere Strecken zurücklegen können. Und hier spielt das Thema Komfort natürlich eine Riesenrolle. Viele von euch kennen es nach einer Zeit, der Rückenschmerz oder die Arme von unebenen Strecken. David, was hat man hier beim Diamant Mandara getan, um einfach dem Fahrer einen größtmöglichen Komfort zu bieten? Genau, auf der einen Seite haben wir den Tiefeneinstieg, der ein komfortables Auf- sowie Absteigen ermöglicht. Eine weitere Besonderheit ist die Parallelogrammstütze von Ergotech. Diese federt auch harte Schläge ab und auf lange Zeit entlastet auch den Rücken. Genau, neben dem Rücken, den die Sattelstütze hier entlastet, haben wir natürlich auch von Selle Royal diesen super bequemen Gelsattel, sodass ihr auch hier lange Strecken bequem zurücklegen könnt. Das Ganze wird komplettiert, zum einen durch die Federgabel von Santur mit 60 mm Federweg, sodass ihr auch bequem mal Schotterwege oder Waldwege bewältigen könnt. Genau jetzt bei diesem Thema wichtig, natürlich der Reifen. Hier kommt ein Schwalbe-Reifen, der Schwalbe Pickup zum Tragen, sodass ihr auch wirklich einen sicheren Reifen habt mit breiter Auflagefläche, der euch einfach auch sicher auf diesen Wegen fahren lässt. Ja, das ist ein riesen Manko. Viele Räder kommen mit sehr schmalen Reifen und sobald ihr euch abseits der Straße bewegt, gerade wenn ich mal Packtaschen drauf habe, wird das Rad sehr instabil. Hier hat man durch einen sehr breiten Schwalbereifen dem entgegengewirkt, sodass ihr auch sicher unterwegs seid und den Lenker, man sieht schon mit einem schönen Backswipe nach hinten, aufrechte, bequeme Sitzposition, hier auch ganz bequem diese Strecken zurücklegen könnt. Wichtig noch, welche Schaltung ist hier verbaut, David? Wie sieht es mit der Schaltung und den Bremsen aus? Genau, hier haben wir Bremsen von Shimano und auch aus dem Hause Shimano eine Deore 10-Gang-Schaltung. Das heißt, dass wir während dem Fahren auch ein super geschmeidiges Schalten haben und eine tolle Kraftübertragung. Genau, also die 10-Gang-Deore-Schaltung komplettiert hier einfach den neuen Performance-Line-Motor von Bosch mit 75 Newtonmeter Drehmoment, der euch auch problemlos jeden Berg hochbringt. Vorteil an dem Motor ist tatsächlich, im Gegenzug zum CX, er ist wirklich sehr, sehr leise, was die Tretunterstützung angeht. Der CX, viele von euch kennen ihn, maximale Leistung, tolle Unterstützung im harten Gelände. Für diejenigen von euch, die aber gerne Touren fahren, die mehr Wert legen auf ein ruhiges Fahren, ist tatsächlich hier der Performance mit 75 Newtonmeter die bessere Wahl.
Diejenigen von euch, die jetzt wirklich viel Wert drauf legen, auf Gepäck an ihr Rad zu packen, ihr habt hier ein MIG-Gepäckträgersystem verbaut. Das Gepäckträgersystem ist für Taschen aller Art als auch Seitentaschen geeignet, sodass ihr wirklich auch das Rad vollpacken könnt mit Fronttasche am Lenker, mit Taschen hier hinten am Gepäckträger. Und selbstverständlich ist das Diamant Mandara 160 natürlich auch STVO zugelassen. Neben den Reflektoren an den Pedalen sind diese natürlich auch in den Reifen, als auch natürlich Front- und Heckbeleuchtung mit entsprechenden Reflektoren versehen. Wie sieht's aus, David? Haben wir die Räder hier? Können sich die Leute die Räder anschauen? Gerne, also wir haben die Räder hier vorrätig bei uns in Bliesen. Kommt gerne auf eine Probefahrt vorbei. Falls ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare oder auch gerne unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Genau, ihr dürft uns selbstverständlich auch gerne anrufen. Lasst uns ein Like da. Vielen Dank und hoffentlich bis bald.